Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Bindebögen auf der Blockflöte spielt und wie ihr diese schön hinbekommt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, in manchen Musikstücken, vor allem aus der Barockzeit, habt ihr sogenannte Bindebögen über den Noten stehen, auch genannt Legato-Bögen. Und ich möchte euch gerne mal erklären, wie ihr die technisch spielen müsst und wie sie klingen und wie sie vor allem gut klingen bei eurem Spiel. Beim Blockflöte-Spielen artikuliert man ja normalerweise, also das heißt, man stößt jeden Ton zu Beginn mit einem Dü oder einem Tü oder einer anderen Artikulation an, sodass der Ton schön definiert klingt, also nicht einfach nur hineinpusten. Und beim Legato ist das eben schon zum Teil so der Fall. Ihr stoßt dabei nur die erste Note unter diesem Bindebogen an mit der Zunge und bei den anderen Tönen tut ihr nichts mehr mit der Zunge. Das heißt, ihr spielt eigentlich ein langes Dü, egal wie viele Töne ihr dazu spielt. Das heißt also, die Finger bewegen sich, aber die Zunge stößt, wie gesagt, nur den allerersten Ton unterm Bogen an. Damit die legato gespielten Stellen jetzt gut klingen, ist es sehr wichtig, dass ihr auf den Rhythmus achtet, der Noten, die unter dem Bindebogen steht. Es kann nämlich passieren, dass eure Finger, dadurch, dass die Zunge jetzt nicht mehr mitmacht, etwas zu schnell sind. Also das, was man sich eigentlich sonst wünscht, dass die Finger schneller könnten, das passiert schon mal leicht beim Legato. Und die Finger flutschen sozusagen schneller weg, als die Töne eigentlich kommen müssten. Und dann kann es passieren, dass ihr den Rhythmus plötzlich falsch spielt. Zum Beispiel bei dieser Sonate von Bigaglia kommt es manchmal vor, dass meine Schülerinnen oder Schüler hier den Rhythmus etwas verzerren. Also eigentlich sollte die Stelle so klingen. Und es kann passieren, dass man dadurch, dass man eine Bindung sieht, irgendwie denkt, ich muss hier schneller spielen. Oder es gar nicht merkt, weil die Finger einfach wegflutschen. Was könnt ihr jetzt dran tun, dass euch das nicht passiert? Spielt die Stelle auch mal ohne Bindebogen. Das heißt, stoßt einfach jeden Ton mit der Zunge an, mit einem Dü oder Tü oder was auch immer, so wie ihr das gewohnt seid, damit ihr den richtigen Rhythmus hört und rausbekommt. Und dann soll es mit Legato-Bogen eigentlich im Prinzip genauso klingen. Also falls jetzt die Fingerbewegungen nicht sauber sind, kommt das beim Legato besonders ans Tageslicht, weil die Zunge als Kontrolleur sozusagen der Geschwindigkeit nicht mehr da ist. Damit das Legato schön klingt, ist auch wichtig, dass ihr tief und gut eingeatmet habt, bevor ihr überhaupt spielt, aber bevor ihr Legato-Stellen spielt, weil die Luft natürlich reichen muss. Und das Legato ziemlich viel Luft erfordert, weil sie einfach ungebremst rausgehen kann. Die Zunge macht ja nicht zwischendrin das Dü und bremst die Luft immer wieder ab, sondern es geht in einem Mal viel Luft raus. Das heißt, macht euch das vorher klar, wenn Legato-Stellen kommen, wie weit muss ich da durchspielen und atmet tief genug und genug Luft ein. Das sind eigentlich schon die grundsätzlichen Sachen zum Legato, wie ihr es hinbekommt, wie es geht, wie ihr es hinbekommt und wie ihr es schön spielen könnt. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit diesen Legato-Anleitungen und den Tipps etwas anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge zu Videoinhalten, schreibt mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail.
Und ihr könnt mich auch, wenn ihr möchtet, direkt kontaktieren, um Unterricht zu bekommen. Also einzelne Stunden, um ein bestimmtes Thema mal ranzunehmen oder eben regelmäßig. Und das geht hier in Berlin, aber auch online über bestimmte Kanäle. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, sage Tschüss, bis nächsten Freitag.